Hallo, mein Name ist Andreas Hoffmann vom Studierendenwerk Berlin. Ich bin Betriebsleiter in Mensen und heute möchte ich Ihnen gerne unser Ernährungskonzept vorstellen. Ein Ernährungskonzept für unsere Mensen zu erstellen, ist natürlich eine sehr anspruchsvolle und umfangreiche Aufgabe. Dafür haben wir die vielen Ideen und Anregungen unserer Studierenden mit einfließen lassen. Für diese Impulse sind wir sehr dankbar. Unsere PowerPoint-Präsentation, die ist wie folgt aufgebaut. Wir beschäftigen uns mit Ernährung und Klima. Was ist das Fundament der Mensa? Systemaufbau unserer Speisekarte mit den Ernährungsformen. Was kommt denn eigentlich bei den Studierenden auf den Teller? Unser Mensa-Standardangebot, was ist das eigentlich? Und zum Schluss ziehen wir noch ein Fazit. Ernährungsformen in Deutschland. Welche Ernährungsformen gibt es denn eigentlich in Deutschland? Der Ernährungsreport 2020 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat folgende Zahlen veröffentlicht. 1% der Bevölkerung ernährt sich vegan, 3% ernähren sich vegetarisch, 58% essen ohne Einschränkung und 38% sind Flexitarier. Zum Vergleich haben wir uns auch die Zahlen von Provec angeschaut. Deren Mission ist, den weltweiten Konsum tierischer Produkte bis zum Jahr 2040 um 50% zu verringern. Die haben folgende Zahlen rausgegeben. 1,5% der Bevölkerung ernähren sich vegan, 6% ernähren sich vegetarisch, 52,5% ernähren sich ohne Einschränkung und 40% sind Flexitarier. Wir haben jetzt anhand der zwei Grafiken ganz deutlich gesehen, dass sich über die Hälfte der Bevölkerung mit Fleisch ernährt, also sozusagen Fleischesser sind. Und jetzt war uns natürlich sehr wichtig, wie verhält sich die Ernährung zum Klima? Der durchschnittliche CO2-Ausstoß im Jahr pro Person laut Statista beträgt bei den Fleischessern 1,73 Tonnen, bei den Vegetariern immerhin noch 1,28 Tonnen und bei den Veganern schon deutlich weniger mit 1,04 Tonnen. Aber man sieht auch, tierische Lebensmittel belasten das Klima. Der WWF hat ein Plakat rausgegeben mit dem Slogan „Dein Essen vom Morgen“. Und da sind zwei Ernährungspyramiden zu sehen. In den Ernährungspyramiden sind die Nahrungsmittelgruppen in ihrer Nutzung aufgeteilt. 2020 haben wir ca. 7,7 Milliarden Menschen und denen steht eine Ackerfläche zur Verfügung pro Person von ca. 1562 Quadratmeter. Und hier ist ein Zukunftsszenario von 2050, da werden wir 9,5 Milliarden Menschen haben und da steht den Menschen nur noch eine Ackerfläche pro Person zur Verfügung von 1166 Quadratmeter. Es heißt, 1/3 weniger Ackerfläche. Wir haben diese Zahlen mal in ein Diagramm gebracht. Das sehen Sie hier in grün, ist es das Zukunftsszenario von 2050 und in rot, wie es zurzeit aktuell ist. Und eins sieht man an diesen Zahlen hier ganz deutlich. Die Zunahme von tierischen Lebensmitteln muss sich in unserer Ernährung stark verringern. Das bedeutet, wir müssen unsere Ernährungsform anpassen. Wir haben jetzt gesehen, tierische Lebensmittel belasten das Klima. Die wachsende Weltbevölkerung sagt uns, wir müssen unsere Ernährungsform anpassen und 98% essen tierische Lebensmittel. Diese für uns sehr wichtigen Informationen haben wir natürlich in unser Ernährungskonzept einfließen lassen und haben uns folgende Ziele gesetzt. Wir möchten gerne wertschätzend mit unseren Ressourcen umgehen. Wir wollen klimaschonend arbeiten. Vermeidung von Zusatzstoffen ist für uns sehr wichtig. Unterstützung des Tierwohls, hochwertige Produkte verwenden und ganz oben steht bei uns, schmackhaftes Essen heißt lecker kochen. Als Vorbild für unser Ernährungskonzept haben wir uns die Ernährungspyramide genommen. Sie zeigt uns die einzelnen Nahrungsmittelgruppen, die Gewichtung der Nahrungsmittelgruppen untereinander. Sie gibt uns Orientierung und sie ist gesundheitsfördernd, wenn man sich daran hält. Unterstützt wird diese durch unsere gastronomische Ampel in unseren Einrichtungen. Rot zeigt uns eher weniger und grün eher öfter.
Die einzelnen Nahrungsmittelgruppen stellen sich in unserem Mensa-Speiseangebot wie folgt dar. Wir haben natürlich ein großes Angebot an Getränken, vor allen Dingen auch Wasser. Aber in unserer größten Nahrungsmittelgruppe, im Gemüse und Obst, stellen wir uns natürlich sehr, sehr breit auf. Wir haben tolle Rohkostsalate, wir haben ein schönes Salatbuffet, wir haben leckere Gemüse und wir haben Handobst wie auch Obstsalat. Kohlenhydrate dürfen natürlich nicht fehlen, aber wenn dann gesunde Kohlenhydrate, wir haben Vollkorn, wir haben Dinkel, wir haben Bulgur, Kartoffeln und wir haben natürlich unsere hausgemachte Pasta. Eiweiße, Soja, Tofu, Hülsenfrüchte, Käse und vieles mehr. Wir sind mit den Fetten und Ölen auf der gesunden Schiene mit Olivenöl, Pflanzenöl, Nüsse, Kerne und auch Samen und Genussmittel, die dürfen natürlich nicht fehlen. Und da stellen wir uns auf mit Desserts, Joghurts und Quarks und hausgebackenen Kuchen und nachhaltigen Schokoriegel. Und wer will, der kriegt natürlich auch ein Eis. Das Fundament der Mensa sind unsere motivierten und engagierten Mitarbeiter. Und natürlich unsere Speisekarte. Unsere Speisekarte ist abwechslungsreich, ausgewogen und gesundheitsfördernd. Die Ampel gibt uns dabei Orientierung und Sicherheit. Wir haben in unserer Speisekarte vegetarische und vegane Gerichte. Diese haben ein eigenes Logo. Wir haben ein Klimaessen, auch mit eigenem Logo, was bei uns immer vegan ist. Hier benutzen wir vorzugsweise regionale und frische Produkte. Nachhaltige Gerichte haben bei uns auch ein eigenes Logo. Einmal hier in grün aus der Landwirtschaft und hier unten in blau aus der Fischerei. Wir arbeiten mit einheitlichen Rezepturen. Wir haben einen digitalen Speiseplan. Dieser ist in einem wahren Wirtschaftssystem eingebettet. Und Sie finden unsere Speisekarte nicht nur online, sondern wir haben dafür auch eine eigene App. Das Studierendenwerk Berlin, Abteilung Speisebetriebe, hat ein zukunftsorientiertes Managementsystem und dieses ist sogar EMAS zertifiziert. Unser Mensa-Standardangebot stellt sich wie folgt dar. Der Mittelpunkt in unserem Standardangebot ist unser Tellergericht, ein Komplettessen für einen schmalen Taler. Und daran angeschmiegt ist unser Klimaessen. Das tritt ähnlich auf, auch als Komplettessen, ist aber mit frischen und hauptsächlich regionalen Produkten versehen. Wir haben verschiedene Hauptkomponenten, die dazugehörigen Beilagen. Wir haben leckere Gemüse, verschiedene Suppen, Salate am Salatbuffet oder auch angerichtet, leckere Bowls, wir haben frisches Obst und sind ganz breit im Dessert aufgestellt. Um unser Standardangebot immer abwechslungsreich und ausgewogen darzustellen, dafür brauchen wir ein System. Wir haben jetzt für die einzelnen Kategorien mit dem Tellergericht, dem Klimaessen und den Hauptkomponenten ein Wochenraster erstellt. Dieses stellt sich wie folgt dar. Im Tellergericht haben wir mal ein Reisgericht, einen Auflauf oder auch einen Eintopf. Und in dem Klimaessen haben wir leckere Gemüsepfannen, Hülsenfrüchte, Soja, Tofu. Und in den Hauptkomponenten haben wir was Geschmortes in den Gerichten. Wir arbeiten mit Bratlingen und natürlich ab und zu haben wir auch mal was Gebackenes. Bei unseren Beilagen und Gemüse arbeiten wir mit einem flexiblen Wochenraster. Wir bieten immer eine naturelle Kartoffel an. Wir haben Reis, da arbeiten wir mit Körnern, Samen, Gewürzen oder Vollkornreis. Unsere Beilage 3, die richtet sich immer nach der Hauptkomponente, wie zum Beispiel mit Püree, Nudeln, Klößen oder mal was aus dem Ofen. Das Gemüse 1 ist bei uns immer das gedämpfte Gemüse und das Gemüse 2 ist auch das Gemüse, wo wir sehr, sehr viel Passion reinlegen und wo wir uns auch immer an der Hauptkomponente orientieren. Da arbeiten wir mit was Gebratenen, was Gebundenen oder vielleicht mal ein Gemüse aus der Pfanne. Wir schmoren mal was und wir haben natürlich auch Gemüse aus dem Ofen. Für unsere Suppen, Salate und Bowls haben wir auch ein flexibles Raster. Bei den Suppen treten wir cremig, klar, gebunden, püriert, kalt und fruchtig auf. Salate haben wir mit gebratenem Gemüse, Mozzarella, gekochtem Ei und Gouda, Weichkäse und Oliven, marinierte Sojastreifen. Und unsere Bowls sind in den Bestandteilen nach Kichererbsen, Süßkartoffeln,
Buchweizen und Dinkel, Quinoa, Bulgur und roten Linsen sortiert. Unsere Salatbuffets, die wir täglich anbieten, die werden bespielt mit Rotkostsalaten, angemachten Salaten und ausschließlich veganen Dressings. Das Dessert darf nicht fehlen, auch hier ein flexibles Raster. Bei den Puddingen haben wir Schokolade, Frucht, Nuss, Vanille. Diese Puddinge sind bei uns alle vegan. Unsere Quarks und Joghurts haben wir mit Beeren, Nüssen, Müsli und verschiedenen Obsttoppings und wir bieten auch täglich einen hausgemachten Obstsalat an. Hier sehen Sie nun eine Wochenspeisekarte, die wir nach unserem System und mit unseren Rezepturen gefüllt haben. Und in dieser Speisekarte haben wir in 6 Wochen 510 Rezepturen verwendet und von diesen 510 Rezepturen sind 341 vegan und laktosefrei, hier hellgrün gezeichnet. Wir kommen später nochmal darauf zurück, was die Farben für eine Bedeutung haben. Wir haben 288 Rezepturen von den 510 vegan, laktosefrei und glutenfrei, hier dunkelgrün, 145 sind vegetarisch, hellgelb und 108 sind vegetarisch und glutenfrei, hier dunkelgelb gezeichnet. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das prozentual darstellt. Von unseren Rezepturen sind 68% vegan, davon 57% laktosefrei und glutenfrei, 11% laktosefrei, 28% der Rezepturen sind vegetarisch, davon 21% glutenfrei und 7% vegetarisch. Und Sie sehen ja jetzt sehr gut hier oben an dem Kreisdiagramm, dass da noch was fehlt, und zwar genau 4%. Und wie wir die befüllen, dazu kommen wir jetzt. Die Universität Maastricht hat eine Studie rausgebracht und die haben sich die Frage gestellt, welches Lebensmittel kommt am häufigsten auf den Teller der Studierenden? Und dabei wurden 19.000 Studierende in Deutschland befragt und die sagen Folgendes. Täglich oder mehrmals in der Woche essen Studierende 87% Gemüse, 85% Obst, 80% Milch, Getreide oder Kartoffelprodukte, 60% Fleisch und 16% Fisch. Nun ist unser Kreisdiagramm gefüllt. Wir haben noch 2% Fleisch und 2% Fischrezepturen hinzugefügt. Und Sie sehen jetzt kommt ein bisschen Farbe in unsere Speisekarte. Wir haben hier das Grüne, das ist das Vegane, hauptsächlich vegan, Gelb, vegetarisch. Und an einem Dienstag und einem Donnerstag haben wir noch eine Rezeptur im Fleischbereich eingefügt und an einem Mittwoch und einem Freitag jeweils eine Fischrezeptur. Montags sind wir grundsätzlich vegan und vegetarisch. Und nun schauen wir uns die Beispielwoche mal etwas genauer an, nämlich unser Tellergericht, unser Klimaessen, unser Essen 1 und Essen 2 am Montag, wo wir ja rein vegetarisch und vegan auftreten, nämlich im Tellergericht mit einer leckeren Paella. Wir haben im Eintopf im Klimaessen frisches Gartengemüse verwandt, Kokosmilch und rote Linsen. Essen 1 ein Süßkartoffel-Amaranth-Bratling an Karotten-Ingwersoße und im Essen 2 Köttbullar an Kräuterjus. Somit ist der Montag rein vegan. Am Dienstag haben wir im Tellergericht eine Chili con Soja, im Klimaessen Brokkoli-Nudelpfanne mit Tomaten und gerösteten Kürbiskernen, im Essen 1 2 Gemüsespieße an scharfer Erdnuss-Kokossoße und im Essen 2 präsentieren wir ein Fleischgericht, ein hausgemachtes Schnitzel vom Schweinerücken an Bratensoße. Mittwoch im Tellergericht einen leckeren Auflauf, im Klimaessen eine Quinoa-Gemüsepfanne mit gebratenem Ingwer-Tofu, im Essen 1 Sojagyros mit Weißkohl und Tzatziki und im Essen 2 diesmal Fisch mit einem Makrelenfilet und Rosmarin an einer Kerbelsoße. So bauen sich die restlichen Tage und die restlichen Wochen auf. Ich möchte jetzt ganz gerne mit Ihnen nochmal an den Anfang springen. Sie erinnern sich an die Zahlen vom WWF. Die hatten in ihrem Zukunftsszenario gesagt,
man sollte sich zu 73% vegan ernähren, 22% idealerweise vegetarisch, zu 3% Fleisch, 2% Fisch. Und wenn man jetzt unser Ernährungskonzept dagegen setzt, in den prozentualen Zahlen, was wir anbieten, dann sehen wir, dass wir jetzt schon sehr zukunftsorientiert ausgerichtet sind. Nun kommen wir zu unserem Fazit. Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang mit Ressourcen und Nahrungsmitteln. Wir bieten gesundheitsförderndes, schmackhaftes, leckeres Essen. Unser Speiseangebot ist klimaschonend und zukunftsorientiert. Unsere gastronomische Ampel im Studierendenwerk Berlin, die steht auf grün. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.